Hallo Freunde der Werkstatt, heute habe ich etwas richtig Spannendes für euch und das wird euch eine Menge Zeit, Nerven und Geld sparen. Ich erweitere gerade meine beiden Solarsysteme mit Batteriespeichern, natürlich so günstig wie möglich. Nach stundenlanger Recherche und dem Vergleich von unzähligen Herstellern bin ich auf die Firma Marstec gestoßen. Die haben richtig geile Produkte und vor allem günstig. Weil die Daten der Geräte so unübersichtlich waren, habe ich mir alles aus dem Netz zusammengesucht und in eine übersichtliche Excel-Tabelle gepackt. Ich zeige euch meine Tabelle, erkläre die wichtigsten Unterschiede zwischen Balkonkraftwerkspeichern und AC-Speichern, zeige euch Anschlussschemas der verschiedenen Modelle und gebe euch alle Infos, die ihr braucht. PS, ich werde von niemandem gesponsert, ich habe das alles aus reinem Eigeninteresse für mich selber zusammengestellt. Und jetzt geht's los. Das hier sind alle Produkte der Firma Marstec. Der Saturn und die Jupiter-Serie sind für kleine Solaranlagen, Balkonkraftwerke. Dann diese drei Modelle von der Venus-Serie, das sind AC-Speicher. Und das neueste Mitglied Venus X, der kommt Ende Oktober, auch ein AC-Speicher für große Solaranlagen. Auch im Oktober kommt dann noch Venus A und Venus D dazu. Das ist eine Kombination zwischen AC-Speicher und Balkonkraftwerkspeicher. Für mich eine sehr interessante Kombination. Schauen wir uns zuerst mal die Speicher für Balkonkraftwerke an, für kleine Solaranlagen. Das sind diese drei. Alle Daten entnehmt ihr bitte meiner Tabelle. Ich gehe nur auf die wichtigsten Punkte ein. Ich habe hier noch den Preis pro Kilowattstunde ausgerechnet, 160 €, extrem günstig. Bitte beachtet, der Wechselrichter, den müsst ihr schon haben oder zusätzlich kaufen. Der ist nicht integriert im Saturn, könnt ihr auch bei Marstec kaufen. Bitte hier auch noch beachten, Maximalstrom der Module 2 mal 13,5 Ampere. Dann haben wir den Jupiter C. Da kann man nun 4 Module anschließen. Der Maximalstrom ist hier bei 14,5 Ampere pro Modul. Das Coole an diesem Teil ist, der hat ein Display. Und falls Marstec zuschaut, bitte auf eurer Homepage habt ihr hier Jupiter geschrieben. Anstatt Jupiter würde ich vielleicht noch ändern. Dann der Jupiter C Plus, das finde ich ein richtig geiles Teil, auch 4 MPPTs, auch ein Display, hat nun 4x20 Ampere, also das matcht ziemlich jedes Solarpanel, ist erweiterbar mit Zusatzmodulen. Bisschen schade finde ich, dass die Anschlüsse oben sind, aber der Preis ist natürlich ziemlich geil. Wie gesagt, ich musste mir alle Daten mühsam zusammensuchen, deshalb hier auch kein Gewicht, habe ich nirgends gefunden. Bei der Venus-Serie sind diese drei Speicher plus der Venus X, der bald auf den Markt kommt, reine AC-Speicher. Diese zwei sind speziell, komme ich nachher noch dazu. An den AC-Speichern kann man keine Solarpanels anschließen. Das ist für Leute gedacht, die schon eine Solaranlage haben, aber keinen Speicher. Angenommen, ihr habt schon eine große Solaranlage und einen Wechselrichter, der aber nicht fähig ist, dass man hier eine Batterie anschließen kann. Da könnt ihr einfach einen AC-Speicher in eine beliebige Steckdose einstecken und dann wird der Überschuss, anstatt dass der ins Netz geht, vielleicht für 8 Cent verkauft wird, wird der Überschuss hier drin gespeichert. Der Smart Meter im Keller, der merkt, sobald Energie eingespeist wird ins Netz und meldet dem Speicher hier, hallo, anfangen zu laden. Dann verschenkt ihr keinen Strom mehr. In meinem Fall, ich habe hier ein Sungrow Wechselrichter inklusive einem Speicher. Für mich wäre das nur interessant, wenn hier die Kilowattstunde günstiger wäre als ein Zusatzmodul. Ein weiterer Vorteil ist, wenn zum Beispiel in der Nacht der Strom einiges günstiger ist, dann könntet ihr dem sagen, hey, lad die Batterie auf zu einem günstigen Tarif. Bei einem AC-Speicher habt ihr einfach nicht so einen guten Wirkungsgrad. Das zeige ich euch hier schnell. Eure bestehende Solaranlage kommt zum Beispiel hier auf einen Hybridwechselrichter.
Hier kommt Gleichstrom und geht direkt mit Gleichstrom weiter in den Speicher. Wenn wir Energie brauchen, geht Gleichstrom hier wieder in den Wechselrichter, wird hier umgerichtet auf Wechselstrom und geht dann ins Haus. Also hier haben wir eine Umwandlung. Beim AC-Speicher ist es nun so, wir kommen hier mit Wechselstrom, dann muss der AC-Speicher zuerst den Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, damit er ihn speichern kann, und bei Bedarf wird der Gleichstrom wieder in Wechselstrom umgewandelt und geht zurück ins Haus. Also ihr seht, hier haben wir 2 Umwandlungen. Aber eben, das ist eigentlich egal, denn ich sage lieber ein bisschen mehr Verlust, aber ich habe meine Energie gespeichert und nicht für 8 Cent dem Energielieferanten zur Verfügung gestellt. Wenn dann die Multilevel-Technologie auf den Markt kommt, könnt ihr mal googeln, dann würde dieser Umwandlungsverlust entfallen. Aber das geht wahrscheinlich noch einen Moment. Gut, jetzt kommen wir zu den letzten beiden, das ist der Venus A und Venus D. Die können beides. Ihr könnt da Solarmodule anschließen, die können bidirektional laden an der Steckdose. Die verbinden beide Welten zwischen AC-Speicher und DC-Speicher. Ihr könnt die erweitern mit Zusatzmodulen. Für mich eigentlich die interessanteste Option, denn schaut auch hier der Preis 236 € pro Kilowattstunde. Das ist extrem günstig und die können echt alles. Alle Venus-Speicher haben auch eine Notstromsteckdose, was auch eine tolle Funktion ist. Und alle weiteren Informationen seht ihr hier in meiner Excel-Tabelle. Jetzt kann ich alles schön miteinander vergleichen und muss jetzt für mich persönlich eine Lösung finden, welches Produkt ich da am besten einsetzen kann. Ich habe mir im Juli 2025 eine große Solaranlage hier drauf gebaut. Dann habe ich Haus B vom Netz getrennt und direkt mit Haus A verbunden. Hierzu werde ich natürlich auch mal noch ein Video machen. Das war wirklich ein interessantes Projekt. Dann habe ich einen Wechselrichter von Sungrow, das ist ein Hybridwechselrichter, und eine 15 Kilowattstunden Batterie. Ich habe mir nur so eine kleine Batterie reingemacht, weil damals der Kilowattstundenpreis noch etwa bei 400 € lag. Doch jetzt sieht das anders aus. Das Zusatzmodul kostet nur noch etwa 280 € pro Kilowattstunde. Deshalb kommen die AC-Speicher jetzt für mich nicht in Frage, denn die Preise, ja, ich sage jetzt mal, da habe ich ein System mit einem guten Wirkungsgrad, dass alles miteinander funktioniert. Das würde sich jetzt bei mir nicht lohnen. Ich werde mir hier noch ein Zusatzmodul kaufen. Spannend würde es werden, wenn die Preise noch mehr sinken hier. Für mich sehr interessant wäre der Venus A mit vielleicht einem oder 2 Zusatzmodulen. Da könnte ich mein Balkonkraftwerk erweitern und könnte über die große Solaranlage hier den Speicher auch noch füllen. Denn ihr seht hier, das ist jetzt Mitte August. Am Abend hatte ich da immer noch um 18 Uhr, ja, bis 19 Uhr immer noch über 4 Kilowatt Leistung vom Dach. Die Leute fangen hier an zu kochen, brauchen Energie. Die PV-Anlage deckt das alles noch ab. Jedoch hier Ende September sieht das schon ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt hier schaue, um 17 Uhr habe ich nur noch 2,8 Kilowatt vom Dach. Und dann ist hier schon etwa aus die Maus um 18 Uhr. Die Leute fangen hier an zu kochen und saugen mir die Batterie leer. Und in der Nacht und am Morgen ziehe ich dann Strom aus dem Netz, weil meine Batterie wie gesagt leer ist. Obwohl, seht ihr hier, ich hatte 62 Kilowattstunden Produktion und das war eigentlich kein guter Tag. Aber Verbrauch hatte ich nur 49. Das heißt, wenn wir da in der Zusammenfassung schauen, ich habe fast 15 Kilowattstunden ins Netz eingespeist. Mit mehr Speicher hätte ich das natürlich in meine Batterien speichern können und hätte dann am Morgen keinen Netzbezug. Ich verbrauche dermaßen viel Strom mit 5 Parteien, dass ich das wunderbar alles nutzen kann. Auch habe ich mir das ziemlich genau durchgerechnet. Meine Batterien sind ungefähr nach 6 Jahren amortisiert. 10 Jahren habe ich Garantie drauf, also läuft alles wunderbar.
Wenn ihr schon Produkte habt von Marstech, schreibt es doch gerne in die Kommentare, wie gut das Ganze funktioniert. Oder wenn ihr Fragen habt, bitte auch hier in die Kommentare reinschreiben. Wenn meine Informationen für euch hilfreich waren, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, das ist absolut gratis. Ihr dürft mich auch sehr gerne abonnieren. Und ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.